Oh je, ich glaube, das hier ist nur der Dachboden oder der Technikraum. Hier haben wir, glaube ich, nichts zu suchen. Wenn dann halt ein Trainingskollege, ein Freund am Höher springt, das motiviert und pusht einen, vielleicht bei den nächsten deutschen Meisterschaften sich den Titel dann wieder zu sichern. Wir werden uns am Marienplatz treffen. Von dort gehen wir dann auf den alten Peter hoch, genießen da die Aussicht. Und anschließend geht es dann noch ins Hofbräuhaus, also so was ganz Klassisches halt. Erstes Turnier für mich in der Heimat, seitdem ich aktiv spiele. Da freue ich mich extrem drauf. They keep on saying, we'll find your straight way, 24 hours a day. Bei den European Championship 2022 werden verschiedene Sportarten ihre Europameisterschaften austragen und das mitten in München an verschiedenen Standorten. Königsplatz Beachvolleyball weiß ich ganz genau, aber hier im Olympiapark wird einiges stattfinden. An der Ruderregatta draußen werden Wettkämpfe sein. Von daher die verschiedensten Europameisterschaften in verschiedenen Sportarten haben wir nächstes Jahr in München. Back to the Roofs. Herzlich willkommen Ihnen allen zum zweiten Honorary Board für die European Championships Munich 2022. Wir sind in der Werner von Linde Halle, weil hier noch der Schweiß von 50 Jahren, wenn Sie ganz... Sie können es riechen. Also hier war die Aufwärmhalle bei den Olympischen Spielen 1972. Hier haben sich die Athletinnen und Athleten warm gemacht für ihre Wettkämpfe. Hier ist der Olympiastützpunkt, hier wird trainiert und das ist genau der Spirit, den wir wiederbeleben wollen. Für mich ist es das erste große Turnier in meiner Heimatstadt, Beachvolleyball technisch. Von daher kann ich gar nicht sagen, wie sehr ich mich darauf freue. Es ist auf jeden Fall enorm, mal vor Freunde, Familie, meinen Verwandten spielen zu können, dass die alle ins Stadion kommen. Und ich hoffe, da werden nicht nur zum Beachvolleyball, sondern zu allen Sportarten, dass da die Leute in die Stadion strömen, die Sportler unterstützen und somit den 50. Geburtstag vom Olympiapark noch ein Stück schöner machen. 2019, da seid ihr in Hamburg Vize-Weltmeister geworden, jetzt in Tokio nicht ganz so weit gekommen, im Viertelfinale ausgeschieden. Mit welchen Erwartungen geht ihr in diese Heim-EM dann? Ja, das wird einer unserer beiden Höhepunkte nächste Saison. Wir haben noch eine WM in Rom und dann ist die Europameisterschaft in München. Und dann, man muss sagen, die europäische Spitze im Beachvolleyball ist sehr, sehr dicht zusammengerückt. Aber natürlich zu Hause durch die Fans, die Unterstützung der Leute, probieren wir da alles aus uns rauszuholen und hoffentlich wieder eine Medaille mitzunehmen. Bei mir sind jetzt Stefan Mayer, der parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium des Innern. Dann Joachim Herrmann, der bayerische Innenminister. Ich grüße Sie. Herr Minister, Sie haben sich genauso wie Herr Mayer, muss man auch sagen, extrem eingesetzt für diese European Championships. Welche Bedeutung haben diese European Championships für den Freistaat? Ich glaube, wir sind wirklich unheimlich stolz darauf, dass dieses super Event hier in München stattfindet. Das ist für den Sport in Bayern, für den Sport in Deutschland großartig und dass es natürlich vor allem geklappt hat, das genau zusammenzulegen sozusagen mit dem 50-jährigen Jubiläum der Olympischen Spiele hier vor Ort. Das ist super. Außerdem können wir bei der Gelegenheit, Sie haben das ja gerade im Olympiastadion angesprochen, auch nochmal demonstrieren. Jedenfalls bei uns war das, was damals vor 50 Jahren gebaut worden ist, das ist nachhaltig. Alle diese Sportstätten von 1972 sind nach wie vor im Betrieb. Sie sind immer wieder modernisiert worden, aber sie sind voll im Betrieb. Wir müssen nicht wieder mit zig Aufwand irgendwas unnütz in die Landschaft stellen, sondern wir arbeiten mit vorhandener Infrastruktur. Also in jeder Hinsicht einfach ganz toll. Die Olympiastrecke in München ist eigentlich mit die schönste auf der Welt. Also so glasklares Wasser gibt es, glaube ich, auf keiner Strecke auf der ganzen Welt. Die ganze Anlage drumherum ist ein Traum und ich freue mich da auf die Wettkämpfe. Gold im K4 über die 500 Meter. Max, einmal kurz die Goldmedaille hochhalten. Das ist doch nach wie vor ein Erlebnis. Das sieht man ja auch nicht jeden Tag. Fantastisch.
Sabine Winter, wenn Sie dann im kommenden Jahr hier antreten, dann haben Sie einen Titel zu verteidigen unter anderem und Sie haben eine Heim-EM. Wie viel extra Körner setzt es nochmal frei? Was bedeutet es für die Sportlerinnen und Sportler zu sagen, hier bin ich zu Hause und hier gehe ich an den Start? Also generell freue ich mich natürlich immer auf Europameisterschaften, aber die hier hat nochmal einen ganz anderen Anreiz. Zum einen, weil sie eben hier in Deutschland, für mich auch noch hier in München ist, ich nur ca. 30 Kilometer von hier aufgewachsen bin. Und zum anderen, weil es ein Multisportereignis ist mit noch anderen Sportarten. Ich erwarte nochmal eine ganz andere Stimmung. Es wird in den Hallen sicher voll sein, eine gute Atmosphäre, aber ich denke auch, dass es außerhalb der Hallen hier im Olympiapark eine Art kleine Party geben wird, dass es einfach ein Event sein wird und ich hoffe, dass die Begeisterung auf die ganze Bevölkerung überspringt und ich bin mir sicher, dass wir jede Menge Spaß haben werden. Fröhliche Gesichter und gute Stimmung, das ist eigentlich, glaube ich, das Allerwichtigste. Gerade das wollen wir am Königsplatz eigentlich auch bieten, in der Mitte der Stadt wirklich auch den European Championship dorthin zu holen und für die Münchnerinnen und Münchner erlebbar machen. Ich finde es für ganz entscheidend, dass auch in 2 Parasportarten, im Kanu und im Rudern, Wettbewerbe stattfinden können. Hören Sie mal, ich bin mir nicht sicher, ob es so wahnsinnig viele Volunteers von 72 gibt, die im nächsten Jahr wieder dabei sind. Ja, also jetzt trainiere ich seit knapp einer Woche wieder und jetzt ist es natürlich so richtig konkret, weil die Saisonvorbereitung für Munich 2022 hat angefangen. Und ja, jetzt ist tagtäglich dieses Ziel in meinem Kopf und das motiviert mich ungemein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Bocana Tabere, Stabhochsprung. Geworden. Das sind 40 Kilo, man braucht meine Schwester mehr. Was ist das denn? Junge, jetzt machen wir ein bisschen mehr hier, komm. Los! Nur Kindergewichte. Also natürlich dissen wir uns und machen Späße, aber genauso wie wir Späße machen können, können wir jetzt auch einstecken und wissen aber auch, wenn es halt vielleicht ernst wird. Ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Also wenn man sieht, wie unsere Entwicklung in den letzten 2-3 Jahren war, jetzt auch seitdem ich in die Gruppe gewechselt bin, glaube ich, dass wir einfach brutal voneinander profitieren können im Training, im Wettkampf, dass wir uns gegenseitig pushen, auch anstacheln und auch schon mal ein bisschen provozieren. Wenn der eine verliert, kommen auch schon mal ein paar Sprüche und das motiviert den anderen, mehr Gas zu geben und natürlich dann vor dem anderen zu sein. Ich glaube, keiner von uns mag es zu verlieren, auch wenn es die kleinsten Sachen sind. Unser Biomechaniker hatte auch so ein Spiel dabei, ein Reaktionsspiel, wo man verschiedene Lichter austippen musste. Und da hat sogar unsere Trainerin mitgemacht. Und selbst unsere Trainerin ist auch ehrgeizig und möchte sogar auch gegen uns gewinnen. Ich glaube, das ist einfach so, was unsere Trainingsgruppe und generell so besonders macht, dass da ein sehr hoher Ehrgeiz dabei ist. Ja, ich habe gewonnen. Das erste Mal seit langem. Letztes Mal haben wir sonst gewinnt. Sonst muss ich ab und zu eine Niederlage einstecken. Das ist für mich eine fantastische Trainingssituation, 2 so starke Athleten zu haben, die sich wirklich in allem betteln können. Und das macht ja auch einen Individualsportler aus. Die haben Spaß daran, sich zu messen und die wollen halt Erster sein. Und umso besser, wenn die Konkurrenz stark ist. Das gibt ein gutes Trainingsklima und ist definitiv intensiver, als wenn man immer nur so alleine vor sich hin trainiert, aber dann keinen hat, der einen mal so ein bisschen so piekst. Egal ob Basketball zum Warmmachen, ob jetzt Technik mit Latte oder Schnur oder bei Sprinttraining, ist eigentlich jedes Training bei uns ein Wettkampf. Es gibt Wettkampffahrten, wo wir die ganze Busfahrt irgendwelche Witze machen, uns lustig machen und unsere Trainerin denkt, boah, hoffentlich sind die morgen früh halt motiviert und halt fokussiert. Aber das ist dann halt auch so, wenn wir dann im Wettkampf sind, ist es halt nicht so, dass wir im Wettkampf dann halt diese Späße machen. Dann wissen wir wirklich schon, es geht jetzt los, dann nehmen wir das auch ernst. Aber im Training, da sind wir meistens immer nur mit Scherzen aufgelegt und ich glaube, das macht auch das Training halt vielleicht ein bisschen mehr Spaß und genau, mehr Freude.
Max Lemke, Kanu-Rennsport. Oliver Zeitler, Rudern. Jetzt zeigen wir dir mal ein bisschen was von München hier. Ja, ich war auch schon mal hier, aber so richtig Zeit für Sightseeing hatte ich leider noch nie. Deswegen freue ich mich schon, was du mir von der Stadt so zeigen kannst. Dann passt ja. Also ich kenne die Orte, wo ich häufiger unterwegs bin, das schon. Aber so Jahreszahlen, das ist jetzt nicht so wirklich meins. Also Geschichtslehrer wird aus mir keiner mehr. Das ist dieser alte Peter, ja? Das ist dieser alte Peter. Genau. Den besteigen wir jetzt. Geil. Das Treppenhaus haben wir aber auch nicht für Leute wie dich gebaut, oder? Glaube ich, bei One Year to Go haben wir das erste Mal so ein bisschen Kontakt gehabt, so richtig, und haben uns eigentlich auf Anhieb ganz gut verstanden. Es wird schmal hier. Oh, guck mal, wie hoch wir schon sind. Guck dir das mal an hier. Wahnsinn. So der Austausch unter den Sportarten ist, glaube ich, für uns beide immer sehr interessant. Man kann viel vom anderen lernen. Ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so weit. Wahnsinn. Ich freue mich schon richtig auf die Aussicht gleich. Das macht, glaube ich, auch erfolgreiche Sportler aus, dass man immer offen für neue Ideen, andere Trainingsmethoden ist. Weil letztendlich, wenn man immer das Gleiche macht, wird es auch immer langweilig, man entwickelt sich auch nicht mehr weiter. Und genau, glaube ich, aus solchen Dialogen, solchen Gesprächen lernt man auch viel, nimmt man viel für seine sportliche Karriere mit. Und ja, daraus ist so eine kleine Freundschaft entstanden. Und was sagst du der Aussicht? Ja, schon Wahnsinn. Da hinten das Riesenrad im Hintergrund. Ja, genau da ist der Ostbahnhof. Ja. Hier unten sehen wir den Viktualienmarkt. Das ist schon schön, schöne Innenstadt. Müsste ja dann die Frauenkirche ist dann in die andere Richtung. Genau. Und da hinten, da siehst du vielleicht das Windrad, da ist die Fußballarena noch. Ja. So. Oh. Wahnsinnsaussicht. Also es gibt ja viele Brauereien in München, wo es auch gutes Bier gibt, und eins davon ist natürlich das Hofbräuhaus und gutes Essen. Ich hatte auch, muss ich sagen, ordentlich Hunger nach dem Gang hoch auf den alten Peter. Danke. Danke. Für mich einmal den Julius-Teller. Für mich den obersten und das Detox-Flacker. Prost. Der Julius-Teller, ja. Danke. Danke. Na gut, also, ja? Ja. Danke. Lecker. Ja, das Bier hat gut geschmeckt, das Essen war auch gut und ja, war so typisch bayerisch, typisch München. So